Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen gerade aus einer Krisensitzung des Auswärtigen Ausschusses. Sie haben jetzt sehr viele lobende Worte für die Handlung und Haltung der Bundesregierung. Ich würde für die Opposition vielleicht ein paar kritische Worte anmerken. Wir vermissen Selbstreflexion der Bundesregierung, denn Deutschland ist seit 2014 der zweitgrößte Nettozahler an die Ukraine, hinter den USA. Zum Teil direkt, zum Teil über die EU finanzieren wir das Land. Das heißt, Deutschland hätte die besten Möglichkeiten und die Druckmittel gehabt, diese Zahlungen auch an die Erfüllung von Minsk II zu knüpfen. Hätte die Bundesregierung das getan, hätten wir diese heutige Sitzung gar nicht abhalten müssen, wäre es zu dieser Krise gar nicht gekommen. Denn in Minsk II war ganz klar festgelegt, da ging es noch um Autonomie unter ukrainischer Flagge. Mittlerweile ist das vom Tisch. Jetzt geht es nicht mehr um Autonomie, sondern um Sezession. Und das ist ein ganz anderes Problem. Und der zweite Punkt, den wir nicht verstehen und auch nicht gutheißen, ist, dass man die Vorgänge in der Ukraine mit den Gaslieferungen nach Deutschland verknüpft. Die Gasleitung Nord Stream 2 hat überhaupt nichts zu tun mit den Vorgängen in der Ukraine. Es ist im Interesse der USA, dass diese Gasleitung nicht in Betrieb kommt. Das hat sich auch sehr deutlich gezeigt daran, dass es bei einer Pressekonferenz in Washington der US-amerikanische Präsident war und nicht Kanzler Scholz, der an seiner Seite stand. Also Präsident Biden hat gesagt, ja, wenn es zu Kriegshandlungen kommt, dann wird diese Gaspipeline nicht in Betrieb gehen. Es ist im Interesse Deutschlands, dass dieses Gas fließt. Wir brauchen das Gas. Unsere Industrie ist sehr energieintensiv und gerade auch im Kontext des Atomausstiegs brauchen wir diese Energiequellen. Wir von der Opposition fordern daher keine Sanktionen und schon gar nicht über Nord Stream 2. Denn nochmal zu den Sanktionen generell, und das ist das Schlusswort schon. Dieses Mittel hat sich als völlig unwirksam gezeigt. Wir haben einen Sanktionsmechanismus seit 2014 gegenüber Russland und wenn wir uns die statistischen Daten ansehen, dann sehen wir zwei Fakten. Erstens, unter den Sanktionen hat vor allem die deutsche Wirtschaft gelitten und zweitens, viele der Bereiche, mit denen wir Russland treffen wollten, wurden entweder im Zuge der Autarkie in Russland aufgebaut oder durch amerikanische Firmen substituiert. Also wieder hier, unsere amerikanischen Freunde haben von diesen Sanktionen profitiert und unsere deutsche Wirtschaft hat dadurch gelitten. Dankeschön. Und Sie haben sehr viel gesagt über was in der Vergangenheit falsch war und was man jetzt alles nicht machen sollte. Was sollte man in Ihrer Ansicht nach jetzt machen? Wir finden es wichtig, dass man den Menschen dort in der Region die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, wo sie hingehören wollen. Und wir unterstützen jede Bemühung, dass dort eine Volksabstimmung stattfindet. Und wir unterstützen es auch ausdrücklich, dass diese Volksabstimmung unter einer UN- oder OSZE-Beobachtung stattfindet, damit sie auch wirklich objektiv ist, damit es nachher nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, die ist beeinflusst worden von der einen oder anderen Seite. Und das, was ich über die Vergangenheit gesagt habe, das gilt natürlich auch für jetzt und für die Zukunft. Die deutsche Bundesregierung hat immer noch einen sehr großen Einfluss auf die Ukraine und den sollte sie geltend machen. Denn die Ukraine ist ein Partner von diesem Prozess und auch ein Teil in diesem Konflikt. Wie bewerten Sie das, was Russland mit der Ukraine gerade macht? Das haben meine Kollegen schon gesagt. Also gibt es eigentlich einen Konsens über alle Parteien hinweg, dass es ein Bruch des Völkerrechts ist. Natürlich, das ist eine Tatsache. Das leugnet überhaupt niemand und wir auch nicht. Wir unterscheiden uns lediglich in der Bewertung und in der Lautstärke der Kritik. Wir von der AfD sind der Meinung, dass man jemanden für die Nichteinhaltung von Regeln nur glaubhaft kritisieren kann, wenn man selbst diese Regeln auch einhält. Und wir sind auch ein Teil des Westens und wenn wir als Westen
sehr ähnliche Vorgänge im Kosovo beklatscht haben oder sogar befördert haben oder an deren mitgewirkt haben, also eine Sezession eines Teils aus einem existierenden Staat damals bewirkt haben, dann fehlt uns jetzt die moralische Grundlage dafür, jetzt für die gleichen Vorgänge Russland zu kritisieren. Dankeschön.